Ich bin Tamina und wie einige von euch wissen, bin ich ein Die Hard Animal Crossing Fan. Die Hard ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber ich bin auf jeden Fall ein sehr großer Fan der Spielereihe. Ich bin tatsächlich damit aufgewachsen. Wild World für den DS war damals eins meiner ersten Videospiele und die Spielereihe hat mich bis zum heutigen Tag immer mal wieder durch mein Leben begleitet. Und ich dachte mir im Zuge dessen, dass jetzt bald der neue Teil rauskommt, während ich das aufnehme, tatsächlich in wenigen Stunden, zeige ich euch einfach mal ein bisschen meine Animal Crossing New Leaf Stadt und nutze das Ganze so ein bisschen als Abschied, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich jetzt erst eine ganze Weile mein 3DS nicht anfassen werde. Und ich dachte mir, ich führe euch einfach ein bisschen rum und beantworte ein paar Animal Crossing-related Fragen, weil ich das Glück habe, eine Community zu haben, die genauso sehr Animal Crossing liebt wie ich. Das Spiel könnte ja gar nicht zu einem besseren Timing rauskommen gerade, wie wir alle wissen. Wir hängen alle zu Hause fest, oder zumindest ein Großteil von uns, und müssen uns sozial distanzieren, was für mich gar nicht so schwer ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Timing und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Spielereihe. Ich besitze ein 3DS XL in der Animal Crossing Version. Ich habe den mir damals 2013, kurz nach dem Release, frühzeitig zum Geburtstag schenken lassen. Und geschützt wird das Ganze von einer kleinen Silikonhülle, die ich in Japan gekauft hatte. Eigentlich wollte ich so eine super kitschige Katzenhülle holen, aber die gab es nicht mehr. Deswegen musste ich die minimalistischere Variante wählen. Aber ja, hat trotzdem sehr gut funktioniert und mein DS ist mir sehr oft runtergefallen und bis jetzt funktioniert alles noch. Bevor es losgeht, würde ich gerne nochmal einen kleinen Disclaimer aussprechen. Meine Animal Crossing New Leaf Stadt ist gehackt. Viele Leute, die sehr krass Animal Crossing versiert sind, wissen wahrscheinlich, was damit gemeint ist. Viele vielleicht nicht, die das Spiel nur so ein bisschen am Rande mitbekommen haben oder so. Das Ganze bedeutet, dass ich in meiner Stadt über Hacking mit Homebrew Sachen verändert habe, die so im Spiel eigentlich nicht möglich sind. Ich werde euch dann im Laufe der Town Tour ein bisschen erklären, was diese Dinge sind und wofür ich mich entschieden habe. Es hat sehr viel so mit Landscaping zu tun. Ein paar Möbel sind auch dabei von 2 Charakteren, die ihr dann gleich sehen werdet. Aber sowas wie irgendwie das Museum oder sowas habe ich jetzt nicht vervollständigt. Und das Ganze skippe ich auch sogar in der Town Tour, weil mich bezüglich des FAQs jemand gefragt hatte, was meine Meinung zu gehackten Städten ist. Für mich ist das total fein, wenn das jemand benutzt. Wie bereits gesagt, ich habe das Spiel seit 2013. Das sind jetzt fast 7 Jahre und irgendwann wird einem ein bisschen langweilig und man möchte ein bisschen außerhalb seiner Möglichkeiten sich ausprobieren. Und das habe ich jetzt mit dieser Stadt gemacht. Ich hatte sehr viele Städte, weil ich leider ein sehr großer Perfektionist bin, der dann, sobald meine Stadt nicht mehr genauso ist, wie ich sie gerne hätte, oder sobald ich irgendwas Schöneres online sehe, ohne Erbarmen seine Stadt gelöscht hat. Aber mit dem jetzigen Outcome bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und in New Horizons sieht die ganze Sache ja auch nochmal anders aus. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich dort meinen Perfektionismus im Zaum halten kann. Dann beginnen wir doch einfach mal mit der eigentlichen Tour. Ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen hübsch zu machen. Ich hoffe, man erkennt einigermaßen alles auf dem Bildschirm. Das ist mein Haus. Es ist klein, aber fein. Keins der Häuser von meinen Figuren ist übrigens komplett ausgebaut. Cause I'm a poor bitch. Hier ist das Haus. Es ist super simpel und wie bereits gesagt, hier ist tatsächlich nichts gehackt. Ich habe mir all die Möbel selbst besorgt. Es ist ein sehr simples Haus. Ich glaube, man sieht so ein bisschen das Theme, für das ich gehen wollte. Genau, ich habe so einen kleinen Computer, sehr viel Pflanzen als Deko und so eine kleine Bastelecke, die ihr auch gleich sehen werdet. Eine der Fragen, die mir gestellt wurden, war, was meine Lieblingsmöbelserie ist. Und ich weiß noch ganz genau, als Kind in Wild World habe ich die Korb-Serie gesammelt, als wäre es eine Religion. Also ich habe es geliebt. Ich fand die Möbel so cool und habe die damals alle gesammelt. Und mittlerweile würde ich mich da gar nicht festlegen. Ich glaube, man sieht so ein bisschen, dass ich die Buntholz-Serie ganz süß finde, aber halt super viel Mix and Match mache. Ja, man sieht hier noch ein paar Pflanzen. Das ist so ein bisschen das Theme, für das ich gegangen bin. Dann habe ich noch ein kleines Obergeschoss, was ihr gleich sehen werdet. Auch super simpel. Es ist nur so ein Bett, ein bisschen was zum Davorstellen, kleiner Spiegel, bisschen Wanddeko. Auf der anderen Seite ist noch ein Fernseher, den ihr gleich seht. Super simpel, weil ich tatsächlich nicht so viel Zeit in mein eigenes Haus investiert habe.
Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen Möglichkeiten, die es dann bald mit New Horizons gibt. Und da werde ich auch, denke ich, viel mehr Möbel nochmal sammeln und mein Haus wirklich versuchen, to the max zu erweitern. Und das war tatsächlich auch schon mein Haus. Super simpel. Meine Highlights sind eher die anderen beiden Häuser plus die Stadt an sich. Also mein eigenes Haus ist super boring. Hier sieht man es jetzt nochmal ganz kurz. Und das war es auch schon tatsächlich. Hier ist so ein bisschen der Hof. Ich mag das immer super gerne, wenn das in so Lichtungen stattfindet. Ich habe hier super viele Tannen und Büsche hingebaut. Man kann auch nicht durch, außer halt von außen rum. Und dann habe ich hier einmal einen Brunnen hingebaut. Auch mit Pflanzen dekoriert und ein paar Pfirsichbäume. Hier seht ihr ein paar Kegel. Die sehen nachts deutlich schöner aus. Ich füge euch mal ein Bild ein. Tagsüber leider nicht so cool. Ansonsten habe ich hier ein bisschen mit so Stepping Stones gearbeitet, um so ein bisschen den Weg zu weisen, weil ich nicht solche fetten Paths nice finde irgendwie. Jetzt, wo die bald fest sind in New Horizons, könnte sich das auf jeden Fall ändern, aber ich mag das eher so ein bisschen simpel. Und ich mag auch mehr so diesen Dorfcharakter und nicht wirklich diesen Städtecharakter mit perfekten Straßen unbedingt. Hier habe ich dann noch meine Uhr hingebaut. Die sieht auch scheiße aus tagsüber. Aber da werde ich auch noch ein Bild gleich einfügen, denke ich. Genau, und dann ist hier direkt schon der Festplatz. Als ich das aufgenommen habe, war, glaube ich, St. Patrick's Day. Beziehungsweise Kleblertag. Und da ist Melinda. Look at her go. She's just a cutie. I love her so much. Wie ihr gerade gesehen habt, waren da ein paar Pfirsichbäume. Und eine Frage, die mir gestellt wurde für das FAQ, war, was meine Lieblingsfrucht ist. Und es ist obviously der Pfirsich. Keine andere Frucht. Sieht so süß aus. Wie ein kleiner Popo. Deswegen liebe ich sie. Plus, wer mich auf Twitch verfolgt, weiß, dass es auch Teil meiner Brand ist. Also meine Sub-Icons sind an Pfirsiche orientiert. Die kleinen Kanalpunkte, die man sammeln kann. Jetzt sind wir gerade in der Fundgrube, was nicht spannend ist. Jede Stadt hat eine. Und das Besondere bei meiner ist, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, dass da keine Steine davor sind, was daran liegt, dass ich die Fundgrube so versetzt habe, dass dort keine Steine sein können. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen hübscher. Für mich gibt es mir so diesen Dorfcharakter, I guess. Und hier habe ich ein paar Blumen, passend zum Äußerlichen, hingepflanzt. Dann ist mir eingefallen, dass ich euch eines der Highlights gerade nicht gezeigt habe im Vorbeilaufen. Hole ich aber nach. Ich habe mir nämlich einen kleinen Steg gebaut. Da sieht man aber gleich echt, dass es gehackt wurde. Moment. Ja, there it is. Ich habe hier so einen kleinen Steg gebaut und ein Public Works Projects reingesetzt. Das ist so ein kleiner Wasserspeier. Es erinnert mich so ein bisschen an die Alster. Ich komme ja aus Hamburg ursprünglich. Deswegen fand ich das ganz süß. Come on. Ah, there it is. Und das ist so ein bisschen der Look, für den ich gegangen bin. Oh, okay. Ich glaube, gleich geht's weiter nach unten. Und dort habe ich eine kleine Outdoor-Area gestaltet, wo man sich hinlegen kann. Die werdet ihr gleich sehen. Ich habe versucht, viel mit Blumen auch zu arbeiten und mit Unkraut for the aesthetic. Und dann habe ich da 2 Liegen hingetan und einen kleinen Leuchtturm. Ich finde es naheliegend, dass der da am Strand ist, in der Nähe. Das war halt so eine kleine Corner, die ich gemacht habe. Und oben ist eigentlich nichts, außer so ein bisschen Bäume, um das Ganze so ein bisschen zu füllen, weil ich hasse da so größere Flächen. Irgendwie macht mich das nervös, wenn so größere Flächen komplett frei sind. Fühlt sich an wie Wasted Space. Und dann kommen wir zu unseren ersten Bewohnern, beziehungsweise meinen ersten Bewohnern. Ich habe einmal Marianne und Elisa nebeneinander gesetzt und denen eine kleine Bank hingestellt. Jeder hat so einen kleinen Garten. Und ich fand einfach, dass die ganzen Bewohner so ein bisschen geweibt haben. Ich glaube, die sind auch beide vom Typ normal. Ich habe versucht, eine recht diverse Stadt zu erstellen, was die Personalities angeht. Dann sind hier beim Strand eine kleine Picknickdecke, die ich gehackt habe, obviously. Und so ein paar Stepping Stones. Und dann habe ich tatsächlich ein Haus hingesetzt für meinen Lieblingsbewohner. Und das ist Julian. Da oben läuft er. Look at him go.
Genau, das war auch eine der Fragen, die ich gestellt bekommen habe, was mein Lieblingsbewohner und was mein Hassbewohner ist. Und Julian ist mein All-Time-Fave aktuell. Früher, als ich Wild World gespielt habe, war es, glaube ich, Keks. Den fand ich ziemlich, ziemlich cool. Aber ja, Julian erinnert mich einfach so an einen Mix von meinen beiden Katzen in Hamburg zu Hause. Deswegen mag ich ihn sehr gerne. Hassbewohner habe ich tatsächlich keinen. Also ich bin die ganze Liste durchgegangen und habe von keinem PTSD bekommen. Deswegen bin ich da zum Glück gesegnet, dass ich da niemanden habe, den ich hasse. Genau, dann habe ich hier so eine kleine Corner gemacht. So ein Hideout mit so einem weiteren Lichtkegel. Und von Rainer den Feuerwerksstand, weil ich den einfach aesthetically pleasing finde. Und dann geht's weiter. Dann habe ich hier das schwarze Brett aufgestellt, was ja eigentlich normalerweise neben dem Bahnhof steht. Einfach, weil ich das irgendwie süß fand. Ich dachte, vielleicht, wenn ich da vorbeilaufe, lese ich das öfter. Und dann geht es schon zum nächsten Bewohner, also Spieler. Da habe ich einmal Elisa getroffen und ich glaube, sie gibt mir gleich einen Auftrag, deswegen mache ich das einmal ganz fix. Aber ich kann ja trotzdem währenddessen ein bisschen erzählen. Da kommt gleich ein Charakter, für den ich was ganz Besonderes vorbereitet habe. Ich habe den Charakter nach Nova benannt und auch so ein bisschen versucht, den Charakter nach ihr zu gestalten. Ich glaube, auf den Nachtbildern mit den Kegeln und so sieht man das ganz gut. Das ist nämlich ihr Charakter, den ich da gespielt habe zu dem Zeitpunkt. Und das Ganze ist ein Sanrio-themed Café, was ich mir ausgedacht habe. Sprich, da ist definitiv alles gehackt. Ich habe kein Geld, um mir irgendwelche Amiibo-Karten zu kaufen und diese ganzen Camping-Coupons zu erstellen. Da war ich eiskalt, was Hacking angeht. Normalerweise habe ich wirklich Hacking immer so für Landscaping benutzt und auch nur um Sachen hinzustellen, die man sonst nicht einfach so nebeneinander stellen kann. Ich habe sie sogar immer ehrlich noch bezahlt und so. Aber ja, hier bin ich diesmal echt ham gegangen, weil ich einfach auch ein bisschen was vorzeigen wollte. Da habe ich die Lieferung kurz gemacht. Und dann ist das Thema auch durch. Genau, und dann habe ich halt noch ein paar Pfirsichbäume hingestellt. Weil ich fand, die passen natürlich sehr gut zum gesamten Look mit der pinken Decke, den Blumen und so weiter. Und auch dem Haus, das ihr gleich sehen werdet. Hier ist eine Windmühle. Die fand ich auch sehr passend irgendwie zum Look. Und dort ist das Haus von Nova. Und Nova besitzt ein kleines Café, wie eben gerade angesprochen. Es ist sehr simpel, aber ich mag es trotzdem super gerne. Also man sieht halt rechts so einen kleinen Tresen, eine Kasse, alles, was man halt braucht. Dann habe ich hier so eine kleine Seating Area gemacht, wo man sich halt hinsetzen und warten kann, falls man was mitnehmen will oder so. Oder halt auch einfach vor Ort irgendwas trinkt. Da habe ich so ein kleines Sanrio Tablet geholt. So ein Serving Tablet. Und hinten sind die Plätze, wo es halt den ganzen Good Stuff gibt. Und das war's tatsächlich auch schon. Es ist super simpel. Aber ich wollte Nova doch irgendwie in mein Spiel einbauen. Because I love her. Hier ist noch so ein kleines Cinnamon Roll Menüschild. Und ja, ich finde die Möbelserie super cool. Ich hoffe, die kommt zurück in die Horizons. Und ist ein bisschen leichter zu bekommen, weil diese Karten... Puh, das ist heiße Ware mittlerweile. Und die kosten echt viel. Aber mal schauen. Dann geht's auf die andere Seite. Hier habe ich so ein paar Bambusbäume hingepflanzt, weil ich das irgendwie cool fand. So eine durchwachsene Brücke, wortwörtlich. Hier wohnt Huschke. Und nebenan wohnt Paulina. Und die habe ich halt nebeneinander gesetzt, weil es beides Eichhörnchen sind. Und ich die super süß finde und dachte, das passt. Daneben habe ich so eine Wetterstation aufgestellt dazwischen, weil ich die ganz süß fand. Und dann habe ich Paulina, glaube ich, angesprochen. Sie ist vor mir weggerannt, which is rude, aber okay.
Ich habe diesen Auftrag angenommen und dann vergessen. Ja, so, sorry for that. Oben geht es dann zu meinem dritten Charakter. Hier habe ich wieder ordentlich aufgetischt. Mir ist, als ich das Video aufgenommen habe, aufgefallen, dass diese beiden Wasserspeier wie zwei Bubis aussehen. Aber wir nehmen das jetzt hin. Es ist jetzt, wie es ist. Ansonsten habe ich hier Goldblumen gepflanzt, weil in diesem kleinen, aber feinen Haus eine sehr reiche Person lebt. Und ich bin gespannt, ob ihr gleich schon am Hand der Einrichtung erkennt, um wen es geht. Und zwar habe ich Max kleines Studio gebaut. Mit allem, was er braucht, um Videos zu machen. Und um sein Geld zu lagern natürlich. Man sieht, the money's in the bank. Ich habe hier so einen kleinen Tisch aufgestellt mit einem Mikro und einem Display und Kopfhörern, einem kleinen, sehr, sehr improvisierten Greenscreen und natürlich die Kostüme, die dürfen nicht fehlen. Dahinter ist dann die Kamera und die Scheinwerfer. Also alles, was man braucht, um Quality-Content zu machen, wie man ihn kennt von Max. Und das war's auch schon tatsächlich. Hier waren die beiden Bubis dann in Sync, was ein wunderschönes Spektakel war. Look at this shit. Mua. Chef's Kiss. Beautiful. Dann ist meine Kamera einmal kurz ausgegangen und ich musste neu starten. Jedenfalls geht's dann nach oben weiter zu der nächsten Bewohnerin, und zwar Roni. Ich habe ihr hier so eine kleine Hotspring hingestellt, einen kleinen Garten gemacht und eine kleine Bank daneben gesetzt in ihren Garten zum Lesen. Fand ich sehr süß und on-brand auch die Bank an sich, weil sie ja eher so ein so eine gehobenere Bewohnerin ist, sage ich mal. Genau, nebenan ist dann der Campingplatz. Ich habe das mit dem Welcome Amiibo Update zusammen verbunden. Ich habe hier so eine kleine Wasserpumpe hingestellt. Einmal die Camping Area, wo jetzt gerade niemand ist. Und oben geht es dann zum Platz. Aber der ist auch nichts Besonderes. Der sieht aus wie bei jedem anderen New Leaf-Spieler auch. Deswegen bin ich da nur einmal ganz kurz durchgelaufen. Und das war's. Ich mag es halt super gerne, Räumlichkeiten irgendwie abzutrennen und dass alles so seine eigene Area hat. Ich weiß noch nicht, wie ich das in New Horizons umsetzen werde und ob ich das überhaupt so umsetzen werde. Aber mal schauen. Dann ist hier nochmal eine Bank und anschließend das Café. Das heißt, diese Stadt hat zwei Cafés. Einmal das von Nova und einmal das von Kofi. Beziehungsweise heißt der überhaupt so in Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Genau, das Café, auch super simpel. Da sieht es aus wie bei jedem anderen. Ich glaube, dann laufe ich gleich einmal kurz über die Brücke, um die nochmal zu zeigen. Ich habe zwei Brücken. Die eine führt wieder da zur Fundgrube und zum Festplatz. Und die andere habt ihr gesehen. Dann geht es einmal zum Rathaus. Da habe ich zwei so Laternen aufgestellt. Sieht bei Nacht natürlich auch nochmal deutlich schöner aus. Und einen kleinen Brunnen. Und hier ist das Zen-Rathaus. Ich fand das super cool vom Look her. Deswegen habe ich das genommen. Und das ist meine Flagge, die ich von einem QR-Code gesnackt habe. Genau, aber das Rathaus war ja dicht, weil Kleeblatttag war. Deswegen kann man da nicht wirklich rein. Aber ich muss auch irgendwie nichts machen, deswegen ist es okay. Dann habe ich hier zwei weitere Bewohner. Einmal Marion und einmal Bill. Und ich liebe Bill von ganzem Herzen. Er ist einer meiner Lieblingsbewohner. Ich weiß nicht wieso, aber diese Ente ist einfach nur cute. Und ich hoffe, dass er auch in meiner nächsten Stadt sein wird. Hier habe ich einen kleinen Teich, wo ich einen Brunnen reingesetzt habe, weil ich das einfach vom Look super cool fand. Dann ist hier oben der Bahnhof. Ist auch super simpel. Ich laufe da einmal nur lang, habe den Zen-Bahnhof. Und hier habe ich so eine kleine Bushaltestelle, die ich so ein bisschen von meinem Nachbar Totoro inspiriert habe. Und dann geht es auch schon zum letzten Einwohner der Stadt. Ich muss sagen, mein Perfektionismus hat leider nicht dieses Schild angeklickt.
weswegen ich kurz davor war, das komplette Video neu aufzunehmen. Aber ich konnte mich zurückhalten, wenn ihr dieses Video seht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich weiß, dass er auf Englisch Fang heißt. Ich füge euch einfach den deutschen Namen ein. Ja, und das war tatsächlich schon meine Stadt. Ansonsten habe ich hier viel mit Wegen und Blumen und Pflanzen gearbeitet. Wie ihr seht, ich mag die Tannen super gerne. Ich mag so dieses Waldfeeling total gerne. Ja. Ich zeige euch einmal ganz fix meine Einkaufsmeile. Die ist aber überhaupt nicht special. Hier sieht man einmal das Postamt, dann Tom Nooks Laden. Zu Tom Nook habe ich auch noch eine Frage bekommen, die werde ich aber erst gleich beantworten. Dann habe ich hier einmal das Museum. Und das bin ich aber nicht reingegangen und habe euch alles gezeigt. Stattdessen bin ich einmal hier die Sammlung durchgegangen. Da sieht man, wie viel ich mir erarbeitet habe. Ich muss sagen, Angeln war immer so meine Fave-Aktivität, besonders am Meer. Das war immer sehr cool. Und das sieht man auch, weil ich da am meisten habe. Ansonsten ist meine Einkaufsmeile wirklich nichts Besonderes. Ich habe nicht mal das letzte Einkaufszentrum, weil ich diesen Modetest nicht viermal bestanden habe. Weil sich das einfach nicht ergeben hat, weil ich die Stadt noch nicht so lange hatte. Aber das ist auch halb so wild. Und das ist meine komplette New Leaf-Stadt im Endeffekt. Wenn ich gleich rausgehe, geht einmal die Kamera wieder aus, weil sie überhitzt war. Deswegen war es das an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck von meiner Stadt bekommen. Aber ja, das war's. Ich habe sehr viel Arbeit in diese Stadt investiert, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Und hatte super viel Spaß beim Landscaping und sowas. Und ja, das war's, was das angeht. Ich würde jetzt gerne natürlich noch ein paar weitere Fragen beantworten, die mir gestellt wurden. Und die gehe ich jetzt, glaube ich, einfach durch. Und wir schauen mal, wie das passt. Ich glaube, das Ganze wird jetzt eher so ein Podcast-Feeling bekommen. Aber das ist auch in Ordnung, finde ich. Meine Fragen, die ich hier habe, sind: Wie hieß meine allererste Stadt und generell, was war überhaupt mein allererstes Spiel? Also, meine allererste Stadt hieß sehr kreativ Hamburg, weil das die Stadt war, in der ich gewohnt habe und groß geworden bin. Und sie war in Wild World. Also, ich hatte ja am Anfang kurz erwähnt, dass Animal Crossing Wild World mein allererstes Spiel war, Gamecube. Dafür war ich noch zu jung. Ich bin ja 97er Baby. Und ich habe das damals zum Geburtstag bekommen, mit einem Nintendo DS Lite sogar schon. Den gab es da zu der Zeit schon. Und ich habe das gesuchtet wie sonst was. Also da hat meine Liebe zu Animal Crossing auf jeden Fall begonnen. Ich glaube, damals konnte ich noch gar nicht so sehr dieses Feeling nachempfinden, was ich heute fühle, wenn ich Animal Crossing spiele und weswegen ich es auch so lieb gewonnen habe, meine ganze Jugend über. Aber ich hatte trotzdem super viel Spaß und habe sehr, sehr viele Stunden in dieses Spiel investiert. Dann war eine Frage, was meine Meinung zu Time Traveling ist. Und ich muss sagen, ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es halt nicht von der Hand zu weisen, dass man halt in das originale Spielprinzip halt eingreift natürlich, weil es ein Echtzeitspiel ist und wenn man halt die ganze Zeit die Tage nach vorne skippt, ruiniert das auch so ein bisschen den Sinn von Animal Crossing. Ich finde, Animal Crossing ist ein Spiel, was eigentlich einem zeigen soll, dass man Geduld üben soll, aber einen dafür auch belohnt, wenn man das getan hat. Also wenn du halt jeden Tag in deine Stadt gegangen bist und jeden Tag ein bisschen gearbeitet hast, dann hast du halt irgendwann neue Läden bekommen oder konntest dein Haus abbezahlen und das größer machen oder hast ein Upgrade oder was weiß ich bekommen. Sprich, du wurdest immer für deine harte Arbeit und deine Geduld belohnt. Und wenn man time travelt, fällt das Ganze ja natürlich ein bisschen weg. Aber ich kann auch komplett nachvollziehen, dass es zum Beispiel bei Leuten, die Vollzeit arbeiten, nicht so einfach ist, irgendwie jeden Tag irgendwie zu spielen. Besonders wenn man dann nur abends Zeit hat und dann Ladenschluss ist oder so. Oder wenn man zum Beispiel die ganzen Fische und Insekten sammeln will, die ja zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten vorhanden sind, dass man da dann ein bisschen eingreift, um das einfach überhaupt möglich zu machen. Deswegen, ja, ich weiß noch nicht, ob ich in New Horizons time traveln werde. Ich habe tatsächlich in allen anderen Spielen immer getime travelt, weil ich ein sehr ungeduldiges Kind war. Aber ich habe mich dann auch irgendwann echt viel gelangweilt. Besonders bei New Leaf ist mir das halt aufgefallen,
dass ich halt dadurch, dass ich immer getimetaveled habe, auf einmal alles viel schneller bekommen habe, als es eigentlich vom Spiel vorgesehen ist. Und ich habe mich dann schon oft dabei erwischt, wie ich dann gelangweilt war und dieses Belohnungsfeeling irgendwie nicht hatte und dann halt einfach eine neue Stadt gemacht habe. Und das ist ja irgendwie nicht so ganz der Sinn. Aber ansonsten, jeder soll machen, was er für richtig hält. Das Gute bei Animal Crossing ist ja, dass es keine richtige und falsche Spielweise in dem Sinn gibt. Eine weitere Frage war Fische, Insekten oder Fossilien und was meine Lieblingsmethode ist zum Geldverdienen. Ich muss sagen, ich fand Angeln immer mega geil. Fossilien habe ich immer so nebenbei gemacht. Also ich habe halt jeden Tag die Fossilien ausgegraben und dann halt ins Museum gebracht. Es war halt irgendwie mehr so wie so eine Routine, anstatt dass ich mir wirklich fest in den Kopf gesetzt habe, ich gehe jetzt Fossilien sammeln, wie es jetzt zum Beispiel bei Angeln oder so der Fall war. Sprich, Angeln fand ich immer mega geil, aber meine Lieblingsmethode zum Geldverdienen war der Inseltrick bei New Leaf, wo man halt die Insel komplett abholzt, bis auf ein paar Palmen und dann halt abends um 19 Uhr hingegangen ist und sich die ganzen tollen Käfer gefangen hat und richtig abgecasht hat. Also ich war ein Tryhard auf jeden Fall. Ja, das hat super gut funktioniert. Ich bin gespannt, wie das mit dem Geld und den Meilen und so in New Horizons funktioniert, aber ja, in New Leaf habe ich definitiv versucht, in recht kurzer Zeit viel Geld zu machen, auf jeden Fall. Dann ist einmal die Frage gewesen, und das ist sehr kontrovers, Tom Nook, ist er ein Freund oder ein Feind? Ich persönlich bin ein Fan von Tom Nook, weil man muss sich mal bedenken, in allen anderen Spielen war es bisher so, dass du in eine Stadt gekommen bist, du hast gar keinen Plan, wo du wohnst, du hast gar kein Geld, du hast einfach übel die dumme, impulsive Entscheidung getroffen und bist in irgendeiner random-ass-Stadt und dann kommt ein Tanuki und sagt, hier, ich gebe dir ein Haus. Er gibt dir einfach ein Haus, versteht ihr? Und nicht nur das. Er sagt auch einfach, yo, bezahl, wenn es dir passt oder halt auch nicht. Für mich ist er echt generous. Plus, es gibt so einen Happy Home Designer Screenshot, wo er sagt, dass er 90% seiner Einnahmen spendet an Waisenhäuser. So, if you can't stand that, I don't even know. Ja, ich bin auf jeden Fall Tom Nook Fan. Ich finde ihn super cool. Wer das anders sieht, darf mir gerne entfolgen. Auf jeden Fall. Und dann ist eine weitere Frage. Welcher Stadtbewohner hat am gleichen Tag Geburtstag wie du? 27. August. Bangle. Genau. What? Holy shit. Okay. Mir ist gerade bei meiner Recherche aufgefallen, dass Bangle, die am 27. August Geburtstag hat, im Deutschen Tamara heißt. Which is almost Tamina. Was ich eigentlich sagen wollte ist, am Anfang fand ich das halt ein bisschen, also ich war halt nicht begeistert, oder beziehungsweise es war mir recht egal, dass sie es war, weil Tiger sind jetzt nicht meine Lieblingstiere in Animal Crossing. Aber wir haben dieselbe Frisur und deswegen habe ich mit ihr gebondet. Und jetzt haben wir sogar fast denselben Namen. Das ist schon echt cool, auf jeden Fall. Dann, nächste Frage. Was ist mein Lieblingslied von KK Slider? Und als Kind fand ich DJ KK immer ziemlich geil. Ich glaube, das ist der Song hier. Aber mittlerweile habe ich eigentlich keinen Fave. Es gibt viele gute. Ich mache das auch immer so ganz nach Mut, welches ich am besten finde, so ein bisschen. Okay, das waren so ein paar Basic-Fragen. Jetzt geht es sehr viel nur noch um New Horizons an sich. Deswegen habe ich mir die Fragen zum Schluss aufgehoben. Als erstes geht es darum, welche Map ich für in New Horizons haben möchte. Und an sich ist man ja freier in seiner Gestaltung als jemals zuvor. Man kann Terraforming machen und seine Insel echt so nach seinem Belieben gestalten, was super cool ist. Allerdings gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die fest sind. Zum Beispiel, wo der Flughafen ist, wo das Service Center ist, wie die Ausgänge des Flusses sind. Also es gibt, glaube ich, 2 Flussausgänge und die sind auch fest. Auch wenn du innerhalb der Insel dann den Fluss bestimmen kannst, kannst du die Ausgänge zum Beispiel nicht verändern. Und ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr lange Kopfschmerzen bereitet. Ich habe sehr viel darüber getweetet und habe sogar ernsthaft Nachrichten bekommen, warum ich das schlimm finde. Und habe dann mit 5 Minuten Sprachnachrichten geantwortet. Also es ist für mich ein sehr ernstes Thema. Aber ja, aktuell tendiere ich zu einer Map, die einen Ausgang am Süden hat. Der ist ja immer da. Und der zweite wäre im Osten. Das finde ich, glaube ich, irgendwie ziemlich cool.
Ich glaube, ich will auf keinen Fall 2 Südausgänge nehmen. Ansonsten möchte ich gerne, dass mein Rathaus eher so im unteren Drittel der Map ist. Einfach damit man halt oben mehr Spielraum mit den Klippen hat und so. Und ja, ansonsten lasse ich mich überraschen. Ich werde wahrscheinlich, wenn das Spiel rauskommt, super viel resetten am Anfang, bis ich die perfekte Map gefunden habe. Und natürlich Pfirsiche. Dann hier ist die nächste Frage, wie mein Name für die Insel sein wird. Und ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich habe eine ganze Liste tatsächlich mit Namen. Viele davon sind Animal-related, andere davon sind so ein bisschen mehr Richtung Natur und Pflanzen und andere sind einfach so ein bisschen random, was ich einfach süß fand. Ich tendiere tatsächlich aktuell zu Virgo, weil das mein Sternzeichen ist und ich das irgendwie cool finde. Ich weiß nicht, es ist einfach so ein Bauchgefühl, aber was es jetzt am Ende wird, werden wir in ein paar Stunden erfahren. Dann ist die nächste Frage, ob meine Stadt ein bestimmtes Thema haben wird oder ob ich das spontan entscheide. Ich glaube, vieles wird spontan entstehen, weil wir noch gar nicht genau wissen, welche Möglichkeiten wir jetzt letzten Endes komplett haben. Also ob es vielleicht irgendwelche Möbelserien gibt, die super cool sind, die man dann unbedingt irgendwie draußen aufstellen will, ob man irgendeinen besonderen Park machen will, welche Pflanzen es gibt und so weiter und so fort. Ich denke, wenn man das weiß, kann man da deutlich besser planen. Ich denke allerdings schon, dass ich wieder für so eine Wald-Dorf-Ästhetik gehen werde, einfach weil ich das super gerne mag. Vielleicht liegt es daran, dass ich in der Großstadt wohne, keine Ahnung. Dann haben mich sehr viele Leute gefragt, was man von Animal Crossing Horizons überhaupt erwarten kann und ob es sich lohnt, bei dem Spiel jetzt noch in der Switch-Version einzusteigen und was man überhaupt wissen muss, wenn man zum ersten Mal spielt, weil super viele First-Timer dabei sind. Dazu kann ich sagen, dass man definitiv eine besondere Erwartungshaltung in meinen Augen braucht. Also Animal Crossing wird oft dafür kritisiert oder missverstanden, dass es ein Spiel ist, was deutlich anders ist als klassische Videospiele. Also während man in anderen klassischen Videospielen halt versucht zu gewinnen, gibt es das bei Animal Crossing nicht. Es gibt kein Ende in dem Sinne und es gibt auch kein festes Ziel, beziehungsweise du kannst sehr viele verschiedene Sachen anstreben und musst sie aber nicht machen. Also du kannst dir ein Haus bauen und du kannst es komplett ausbauen, aber du musst es nicht. Und du kannst dein Haus schön gestalten, aber du musst es nicht. Und du kannst das Museum vervollständigen, aber du musst es nicht. Es ist halt einfach ein sehr entschleunigendes Spiel und ich glaube, das sollten die Leute auf jeden Fall wissen, die das zum ersten Mal spielen, dass sie halt kein super schnelllebiges Spiel mit super schnellem Progress erwartet, sondern dass es wirklich eher so eine Life-Simulation ist, die entschleunigen soll und die einen Escapism-Faktor hat sozusagen. Wenn ihr auf sowas steht, wie zum Beispiel bei Stardew Valley oder Minecraft, das geht, glaube ich, vom Spielprinzip in eine ähnliche Richtung, dann werdet ihr Animal Crossing auch sehr, sehr nice finden. Ansonsten lasst euch einfach auf die Experience ein, lasst euch überraschen. Wirklich etwas wissen oder so muss man nicht. Die Spiele haben einen bisher immer sehr gut an die Hand genommen, in meinen Augen. Und ich hoffe einfach, dass viele neue Leute Animal Crossing genauso lieb gewinnen werden, wie es bei mir immer der Fall war. Die nächste Frage ist, kann man alleine spielen oder macht es Sinn, andere zu kennen, die auch spielen? Und in dem Zusammenhang finde ich die Frage auch gut, ob ich mit Zuschauern spielen werde. Und zwar muss man nicht wirklich andere Leute kennen. Man kann sehr viel für sich spielen, aber meine besten Erinnerungen an Animal Crossing waren einfach die ich mit anderen geteilt habe. Ob ich damals mit meiner damaligen besten Freundin eine Pyjama-Party gemacht habe und dort halt gespielt habe und wir Früchte getauscht haben oder Möbel getauscht oder was weiß ich. Oder ob ich jetzt in New Leaf damals mich mit Freunden getroffen habe oder so. Ich finde die Experience einfach super cool, dass man das mit anderen teilen kann und ich schaue mir super gerne immer an, wie andere Leute ihre Häuser einrichten oder ihre Stadt gestalten und mag das einfach super gerne. Deswegen kann man auf jeden Fall für sich spielen. Also ich finde es immer cool, mich da mit anderen zusammenzuschließen und das werde ich auch definitiv wieder machen. Ob es jetzt meine eigenen Freunde sind oder tatsächlich Zuschauer. Animal Crossing macht es einem ja super einfach, dieses Mal mit Freunden zu spielen, da man einfach einen Code erstellen kann. Sprich, ich muss mir keine Sorgen machen, dass meine Freundesliste überfüllt ist, was einfach nur super ist. Und das werde ich auch definitiv ausnutzen und mit so vielen Leuten wie möglich spielen. Und falls ihr auch irgendwie Leute sucht, mit denen ihr euch zusammenschließen wollt und spielen wollt, ich habe eine extra Kategorie in meinem Discord. Sprich, wenn ihr im Link in der Beschreibung auf den Discord-Link klickt, könnt ihr euch da anmelden. Es ist auch for free. Und dann auch nach gemeinsamen Mitspielern suchen. Und ich glaube, das wird ein super cooles Community-Ding auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, damit beende ich jetzt auch dieses Video. Ich glaube, es ist super lang geworden. Wenn überhaupt noch Leute da sind, freue ich mich natürlich sehr. Ich werde Animal Crossing New Horizons, sobald es rauskommt, streamen. Was, wenn das Video hoffentlich jetzt noch online kommt, um Mitternacht sein wird, am 20.03. Sprich, ich fange wahrscheinlich schon um 23 Uhr jetzt am 19.03. an. Und ich werde, glaube ich, sehr viele Streams dazu machen, sehr viele Tweets, sehr viel im Discord aktiv sein. Sprich, wenn euch das ein bisschen interessiert und ihr vielleicht nicht alleine eure Stadt aufbauen wollt, sondern vielleicht ein bisschen Unterhaltung dabei haben wollt oder im Chat euch mit anderen Menschen austauschen wollt, ihr seid herzlich willkommen in meinem Safe Space. Ich hoffe, euch hat die Town Tour und die Beantwortung der Fragen gefallen. Schreibt mir doch gerne mal so ein bisschen eure Animal Crossing Experiences, was eure Lieblingsfrüchte sind, was ihr am liebsten gemacht habt, was eure Lieblingsmöbelserie ist und so weiter und so fort in die Kommentare. Und dann verabschiede ich mich. Und wir sehen uns auf der Insel. Und ich meine nicht Madeira.